Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Musikpodcasts über die frühen Invincible Sessions. In meinen Augen ist Invincible das Michael Jackson Album, das die meisten hochkarätigen Outtakes hervorbrachte. Michael Jackson hätte zwischen 1998 und 2001 locker 2 bis 3 Alben veröffentlichen können. Wir hören in weitere Songs rein, die Anfang 2000 bereits fertig oder fast fertig waren. Und beginnen möchte ich jedoch mit einem Song, der mit Rodney Jerkins und seinem Darkchild-Team entstand und dank dem, gemäß Damien Shields, Michael Jackson weiter an die Zusammenarbeit mit ihm glaubte, denn dies sei der Song gewesen oder der erste Song gewesen von Jerkins und seinem Team, den Michael richtig umgehauen hat. Als Invincible erschien, fehlte Escape, doch Michael liebte den Track offenbar, denn er arbeitete weiter daran und die Version, die wir gerade gehört haben, ist Ende 2002 im Internet geleakt. Von der Nachlassverwaltung wurde Escape erst 2014 auf dem gleichnamigen Album offiziell veröffentlicht, doch die Fans kannten den Song eigentlich schon, ich zumindest hatte ihn rauf und runter gehört. Damals wurde Michael Opfer eines Internetleaks, eines Songdiebstahls. Wir erinnern uns, damals waren die Unstimmigkeiten zwischen Sony Music und Michael Jackson eskaliert. Ende Oktober 2001 war Invincible erschienen, doch nur wenige Monate später stellte Sony Music die Werbekampagne ein und Michael ging dann öffentlich gegen sie vor, demonstrierte mit den Fans in London und New York gegen seine Plattenfirma. Wir hatten auch in Zürich eine Demonstration organisiert. Unsere Freunde in Deutschland waren auf der Straße. Rund um die Welt gingen die Fans für Michael auf die Straße. Und ich hatte, als dann Ende 2002 Escape plötzlich im Internet auftauchte in Top-Qualität, da dachte ich erst, oh, das hat er sicher absichtlich gemacht. Michael schenkt uns diesen Song, denn für Sony will er ihn nicht aufbewahren, weil da muss er ja nur noch den Vertrag erfüllen und dann ist er froh, wenn er weiterziehen kann. Doch gleichzeitig gingen auch Gerüchte dass Michael bereits an einem neuen Album arbeite und Escape eigentlich fix eingeplant gewesen wäre. Und ich kann mir heute vorstellen, dass damals jemand bewusst Michael Jackson schaden wollte mit diesem Leak, indem sie einen seiner Lieblingssongs aus den Archiven veröffentlicht haben und so die Überraschung verdorben haben. Auf jeden Fall gab es dann im Januar 2003 auch ein Statement von Michael Jacksons Team, man möge die Download-Angebote bitte melden und man solle bitte alles unternehmen, damit die Verbreitung dieses Titels verhindert wird. Was natürlich nicht möglich war, denn die Fans waren, nachdem sie so lange auf Invincible gewartet haben und dann keine Videos und keine Tour kam, da waren wir hungrig auf alles Mögliche, das rauskam. Aber wieder zurück ins Jahr 1999. Wie kam es überhaupt zur Zusammenarbeit mit Rodney Jerkins, mit dem Escape und viele weitere Songs für Invincible entstanden? Nun, im Frühjahr 1999 hatte Carol Bayer Sager Rodney Jerkins Michael Jackson vorgestellt, bei sich zu Hause. Rodney Jerkins und Michael Jackson widmeten ihr deshalb die erste Seite im Invincible Booklet und sagten da quasi, ihre Zusammenarbeit sei nur dank ihr oder das Album sei dank ihr möglich gewesen. Carol Bayer Sager und Michael Jackson wiederum kannten sich bereits seit Ende der 70er Jahre und waren seither befreundet. Michael nahm einen Song von ihr und David Foster mit dem Titel It's the Falling in Love auf, das auf Off the Wall erschien, und er co-produzierte und sang auf einem Titel von Carol Bayer Sager, das 1981 auf einem ihrer Alben erschien. Der Song hieß Just Friends. Ein sehr schöner Titel. Und für Invincible arbeitete sie erneut mit Michael Jackson und schrieb mit ihm unter anderem den folgenden Titel I Have This Dream. I have this dream, this I believe. Michael Jackson nannte selten oder eigentlich nie vorab Songtitel, doch genau dies tat er, als Anfang Dezember 1999 im TV Guide ein Interview mit ihm erschien. Er sagte darin, dass auf dem Album, das im neuen Jahrtausend erscheinen werde, dass da ein Song mit dem Titel I Have This Dream sein werde, den er mit David Foster und Carol Bayer Sager über die Welt und Umwelt geschrieben habe. Und auch Carol Bayer Sager äußerte sich dazu. Sie sagte, dass der Titel voller Hoffnung für das neue Jahrtausend sei
dass sie den aber nur veröffentlichen werden, wenn ihnen etwas wirklich Großartiges gelinge. Und das gelang ihnen offenbar nicht oder irgendwann wurde der Song beiseite gelegt, denn es wurden nie Lead Vocals eingesungen. Im Sommer 2002 veranstaltete Jonas und AOL Music einen Songtextwettbewerb und sie hatten hierzu das soeben gehörte Instrumental mit dem gesungenen Refrain offiziell veröffentlicht. Es wurde dann auch ein Gewinner auserkoren, der Ende Juli bekannt gegeben wurde. Und es hieß von Seiten Carol Bayer Sager, dass sie einen Termin mit Michael suchen werde, damit dieser dann die Vocals oder den Text, der gewonnen hat, einsingen werde. Das verlief im Sand und wir kennen bis heute nur dieses Instrumental. Hier muss hinzugefügt werden, dass wahrscheinlich eine weitere Version von I Have This Dream existiert, die Michael im Jahr 2006 in London und Bahrain weiterentwickelt hat. Er wollte damals eine Charity-Single mit einem All-Star-Aufgebot herausbringen. Bis heute ist diese aber unveröffentlicht und wir hoffen, wir werden die eines Tages hören. Zurück zu den frühen Invincible Sessions Ende 90er Jahre. Damals kursierte ein weiterer Songname mit dem Titel Stop the War. Schon während der History Tour hieß es, Michael habe einen neuen Antikriegssong komponiert. Und es kann sein, dass als Carol Bayer Sager im Frühjahr 1999 bei sich eine Writing Session veranstaltete mit Michael Jackson und Rodney Jerkins, dass Michael diese Ideen mitbrachte und mit ihnen weiterentwickelte. Und daraus entstand dann der folgende Track, den wir 2004 auf der Ultimate Collection hören durften. We've Had Enough erschien 2004 auf der Ultimate Collection, eine Compilation, die Michael, um seinen Vertrag mit Sony Music zu erfüllen, noch herausgeben musste und da einige unveröffentlichte Songs oder Demo-Versionen von früheren Songs daraufpackte. Und wie bei vielen Songs hatte Michael auch bei diesem Song weiter daran gearbeitet und letzte Details und Änderungen noch vorgenommen. Und somit kommen wir zu einem weiteren Song, über den viel gesprochen wurde und an dem Michael über die Jahre immer wieder gearbeitet hat. Er trägt den Titel What More Can I Give? Michael wurde zur Komposition inspiriert, als 1992 Polizisten freigesprochen wurden im Rodney King-Skandal. Es geschah damals im März 1991, als ein unbewaffneter Afroamerikaner in Los Angeles von 4 weißen Polizisten brutal zusammengeschlagen wurde. Ein Passant filmte das. Das Video führte zu einem Prozess gegen die Polizisten, doch als diese im April 1992 freigesprochen wurden, kam es in Los Angeles zu heftigen Ausschreitungen und darauf reagierte Michael mit den Worten oder mit dem Einfall und einer schönen Melodie What More Can I Give? Wobei in Michaels ersten spontanen Songentwurf lauteten die Worte noch What have I got that I can give? Wohl während oder nach der History Tour hat Michael weiter an dem Song geschrieben, respektive hat erstmals eine vollständigere Version aufgenommen und Michael wollte ihn 1998 oder 1999 veröffentlichen, um Geld für die Opfer des Kosovo-Krieges zu sammeln. Und es hieß einmal auch, er wolle den mit Luciano Pavarotti im italienischen Fernsehen singen. Dann 1999 trugen die Michael Jackson and Friends Konzerte den Titel What More Can I Give? Und auch damals spekulierte man, dass er den neuen Song singen werde. Das geschah aber nicht und glaubt man, Michael Prince sei der Song nie für Invincible eingeplant gewesen. Doch Michael hatte ihn auf Tapes mit anderen Invincible-Demos und es ist gut möglich, dass er auch diesen Song zeitweise für den Tracklist von Invincible in Betracht zog. Wie auch immer, nach den Anschlägen auf die World Trade Center, kurz nach seinen Jubiläumskonzerten im Madison Square Garden in New York, damals trommelte Michael Jackson ein Staraufgebot zusammen und sang mit ihnen, ähnlich wie schon bei We Are The World, den Song neu ein. Und dieser Song wurde dann auf einem Konzert gesungen in den USA und Michael wollte ihn möglichst schnell veröffentlichen. Doch da Michael mit Sony bereits verstritten war, wurde der zurückbehalten. Sie erlaubten ihm nicht, die Single rauszugeben oder sie gaben sie nicht raus. Und erst 2003, glaube ich, dann stellte Michael Jackson und sein Management-Team den Song als offiziellen Download zur Verfügung und er hatte auch ein Video im amerikanischen und im deutschen Fernsehen gezeigt und so etwas Werbung gemacht, doch der Song kam nie groß heraus, was sehr schade ist.
Entstanden ist dieser von Michael geschriebene Titel in Zusammenarbeit mit Brad Buxer, der in den letzten 20 Jahren von Michael Jacksons Leben praktisch alle Solokompositionen von Michael Jackson mit ihm musikalisch umgesetzt hat oder zumindest daran beteiligt war. Während auf Dangerous und History noch einige schnelle Nummern drauf waren, fällt auf, dass in den letzten 10 Jahren von Michael Jacksons Schaffen vor allem Balladen entstanden sind, die er alleine komponiert hat. Als Michael Jackson die Aufnahmesessions Anfang 2000 unterbrochen hat, reiste er nach Europa und hatte ein Studiotape im Gepäck, das ihm Brad Buxer mitgegeben hat. Darauf waren nebst einer Solo-Version von What More Can I Give auch eine fertig eingesungene Version von The Way You Love Me und Instrumental-Ideen für die später aufgenommenen Speechless und The Lost Children. Und darunter auch ein schneller Song, eine Tanznummer, von der mir aber nicht klar ist, ob es ein Vorschlag von Brad Buxer war oder ob Brad Buxer hier eine Idee von Michael Jackson musikalisch festgehalten hat. Michael Jackson weilte mehrere Monate im Frühling und Frühsommer 2000 in Europa, zumeist in der Schweiz, unerkannt. Er lebt im Dolder Hotel in Zürich und auch in Genf. Das wurde erst nach seinem Tod anhand von verschiedenen Hinweisen wurde uns dies bewusst. Er wurde nur am 7. Mai 2000 öffentlich gesichtet, als er im Zirkus Knie in Zürich zu Besuch war. Er sagte damals, er komme aus Kenia und sei weiter unterwegs nach Monaco. Zumindest die Weiterreise nach Monaco entsprach auch der Wahrheit. Am 10. Mai wurde er dort als Millennium Artist ausgezeichnet. Doch, dass er zuvor und danach längere Zeit in der Schweiz und im näheren Umfeld lebte, das war damals völlig unbekannt. Und was brisant war, als Michael Jackson abreiste, ließ er diese Studiotapes im Hotelzimmer liegen mit all seinem anderen Kram. Irgendjemand hat das an sich genommen und wusste angeblich nicht, wohin er das senden solle. Mir wurde diese Tapes vor rund 10 Jahren zum Kauf angeboten. Wir lehnten ab, doch wir wollten wissen, ob diese real seien und ich konnte so nach einem Studioseminar von Brad Sandberg konnte ich die Musiker Brad Buxer und Michael Prince, den Toningenieur, konnte ich darauf ansprechen, ob diese Tapes real seien. Die bestätigten mir das, fanden jedoch, that's crap, kauft das nicht. Natürlich für die beteiligten Musiker sind das Work-in-Progress-Tapes, sind das erste Ideen und Skizzen, die sie im Aufnahmeprozess mal festhalten und dann weiterentwickeln. Doch für Fans oder für Nerds wie mich sind solche Work-in-Progress-Tapes natürlich super spannend, da sie einen Einblick geben, wie die Songs entstanden und wie die Alben entstanden sind. Ein anderer Song, den Michael sofort eingesungen hat, entstand im Frühling 1999. Geschrieben hat ihn Mark Corey Rooney, nachdem ihn Tommy Mottola, der damalige Chef von Sony Music, darum gebeten hatte, als ihnen Michael einen neuen Song vorgespielt hatte. Ich hatte davon im ersten Teil dieses Musikpodcasts berichtet, wie Michael einigen Führungsleuten von Sony Music und Epic Records einen neuen Song vorspielte und nun wollte Tommy Mottola einen weiteren Song in diesem Stil und er fragte Mark Corey Rooney, der da auch dabei war und den Song gehört hatte, ob er nicht einen Titel für Michael schreibe. Und Michael gefiel dieser Song so gut, dass er ihn sofort aufgenommen habe und das Resultat lässt sich wirklich hören. Der ursprüngliche Titel lautete She Was Loving Me, auf dem Escape-Album nannten sie ihn Chicago. Anders noch als wie beispielsweise auf dem Bad-Album, auf dem Michael von den 11 Songs 9 Tracks selbst geschrieben hatte, wollte Michael für Invincible weitere Songs von anderen Künstlern aufnehmen. Unter anderem wurde Pharrell Williams darum gebeten, Songs für ihn zu schreiben oder vorzuschlagen. Michael nahm keinen davon auf. Ich glaube, sie kamen dann auf dem ersten Justin Timberlake Soloalbum raus. Und auch Sisqó arbeitete an Songs für Michael, die wurden meines Wissens aber auch nicht aufgenommen. Doch ein Song, den Michael aufgenommen hat, den hat Lenny Kravitz geschrieben und mit Michael produziert. Auch einen von Walter Afanasieff mitgeschriebenen Song hat Michael Jackson aufgenommen, Fall Again. Es ging aber nie weiter, er hat seine Demo-Vocals aufgenommen und dann nie weiteren Gesang eingesungen.
Ich kann mich erinnern, dass damals, ich weiß nicht, ob es 1999 war, als sie den Song oder als Michael den Song aufnahm oder erst später, aber es war vor Release von Invincible, da sagte Walter Afanasieff, dass Michael das Schluchzen am Ende jedes Satzes sein lassen solle und auch dieser fingerschnipsende Kram gehöre nicht hin und er müsste sich neu erfinden, was ich ziemlich daneben fand, denn ja, das war irgendwie auch das Markenzeichen von Michael Jackson. Everything I'm looking for, I seem to find. All this time away is killing me inside. I need your love. Der Song hätte sicher gut zum Album gepasst, wenn denn eines Anfang Jahrtausend erschienen wäre. Michael hatte ja auch seine eigene Komposition The Way You Love Me und Beautiful Girl und gerade zu The Way You Love Me hätte sich der Titel gut hinzugereiht. Nun möchte ich aber zurück auf Rodney Jerkins zu sprechen kommen, der das Album letztendlich maßgeblich geprägt hat mit seinen Songs. Als er Michael Jackson Anfang 1999 vorgestellt wurde, war er erst gerade 21 Jahre alt und er hatte im Vorjahr bereits 1998 einen riesigen Hit, der auch einen Grammy gewann und auf den ersten Platz der US-Charts stieg. The Boy Is Mine von Brandy und Monica. It's not hard to see the boy is mine. I'm sorry that you seem to be confused. He belongs to me. The boy is mine. Der erste Song, den Michael von Rodney Jerkins Vorschlägen aufgenommen hat oder weiterentwickelt hat, war Rock My World und auf der Demo hatte LaShawn Daniels, ein Co-Writer von Rodney Jerkins, hatte da gesungen und in Michaels Version hörte sich der Song dann wie folgt an. Time I knew that love would bring this happiness I'm being. Der damals noch als Rock My World betitelte Song war also bereits fertig und Michael hätte ihn Anfang Jahrtausend auf das Album packen können. Er wurde dann auch, als Invincible Ende 2001 erschienen ist, als erste Single ausgekoppelt. Doch die beiden Michael Jackson-Kompositionen, die letztendlich auf Invincible landeten, die waren Anfang 2000 noch nicht fertig und waren erst von Brad Buxer in ersten Entwürfen festgehalten worden. Ja, das wäre es vorerst gewesen über die frühen Invincible Sessions. Im dritten Teil wird es darum gehen, wieso Michael Jackson Anfang 2001 eigentlich fast alle Songs aus den frühen Aufnahmesessions beiseite gelegt hat und nochmals mit dem Aufnehmen begonnen hat. Und die meisten Songs auf Invincible sind erst 2001 aufgenommen worden. Wieso und welche Songs das sind, darauf gehe ich im nächsten Teil darauf ein. Und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich euch noch kurz die Quellen zeigen oder einige der Quellen, die ich heute verwendet habe. Einerseits hatte ich im Jahr 2000 eine Webseite gegründet, ich war noch sehr jung damals, doch 2001 dann habe ich mit einem Team zusammen die Webseite auf die URL jackson.ch gewechselt oder gezügelt und seither sind wir mit jackson.ch aktiv. Und natürlich habe ich auch viele Medienartikel beigezogen jetzt für die heutige Sendung und natürlich Bücher. Unter anderem gilt mein Dank an Chris Cadman aus England. Er ist seit den 80er Jahren oder seit Ende der 80er Jahren recherchiert und archiviert Michael Jacksons Karriere. Er hat für Adrian Grants Off the Wall Fanmagazin hat er viel geschrieben und recherchiert. Seine neuesten Bücher sind The Maestro. Da gibt es 2 Bänder davon und fasst eigentlich wirklich alles Mögliche rund um Songs und Specials, TV-Specials und so weiter über Michael Jackson zusammen. Das ist eine frühere Veröffentlichung von ihm, Michael Jackson for the Record. Dann gibt es natürlich Man in the Music von Joe Vogel, der hat auch viel recherchiert. Das ist dieses hier. Wir haben natürlich Damien Shields, der sehr viele Interviews mit Musikern geführt hat und viele wertvolle Infos liefert. Unter anderem gibt es da Escape Origins. Dann das neueste Buch über so musikalische Hintergründe, Michael Jackson, All the Songs, auch sehr empfehlenswert. Und natürlich, das kam schon zu Lebzeiten von Michael Jackson raus, In the Studio with Michael Jackson von Bruce Swedian, das Toningenieur-Genie, das seit Michael mit Quincy Jones gearbeitet hat, mit Michael im Studio war und er hat ihn für alle seine Aufnahmen beigezogen, auch für Invincible und
die Songs, die danach vor seinem Tod entstanden sind. Ja, das wäre es soweit für heute gewesen und ich hoffe, ihr hört auch die nächste Sendung über die tatsächlichen Invincible Sessions.